Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute erkläre und zeige ich euch alles Wissenswerte über Notebook-Tastaturen und deren Austausch. Die häufigste Ursache, wieso man eine Tastatur tauschen muss, ist mit Sicherheit, weil man Flüssigkeit drüber schüttet und sie danach nicht mehr geht. Oder der andere Grund ist, weil heutzutage die Tastatur meistens im Topcase sitzt, dass das Topcase an der Scharniere ausbricht und dann muss man die natürlich auch komplett tauschen. Ein weiterer Grund, wieso man Tastatur tauschen will, kann natürlich auch sein, dass sie gar nicht defekt ist, sondern dass man eine andere Sprache haben will. Zum Beispiel man kauft das Gerät in England und will dann ein deutsches Tastaturlayout haben. Dann kann man das Ganze natürlich umrüsten mit der entsprechend deutschen Tastatur. Oder natürlich auch andersrum, von Deutsch auf Englisch oder andere Sprache. Die verschiedenen Tastaturlayouts, die bieten wir auch in der Regel alle im Shop an. Einfach mal schauen oder anfragen. Ja, grundgenommen sollte man Tastaturen natürlich immer pfleglich behandeln. Die Tastenkappe verschleißt sonst auch relativ schnell, nutzt sich ab. Bei intensiver Nutzung kann man darüber nachdenken, natürlich eine externe Tastatur anzuschließen, was die Notebook-Tastatur natürlich entlastet. Oder wenn man in einer Werkstatt, zum Beispiel Schreinerei oder Autowerkstatt, das Gerät benutzt, mit einer Folie abdecken. Da gibt es teilweise extra Folie dafür oder man improvisiert halt irgendwas. Was man dann auch noch beachten sollte oder machen kann, um die Scharniere zu entlasten, damit sie nicht so schnell ausbricht. Das Gerät am besten hier in der Mitte auf- und zuklappe, weil wenn man es an der Seite macht, dann verwindet sich das gern und dann brechen die Scharniere auch schneller am Topcase aus oder allgemein aus. Nee, einzelne Tasten lassen sich nicht einzeln tauschen. Es gibt immer nur die komplette Tastatur, in der Regel mittlerweile auch immer das komplette Topcase mit Tastatur. Anders geht es leider nicht. Grundsätzlich gibt es eigentlich nur zwei Arten von Tastaturen. Zum einen mit Topcase, wie man hier sieht, einmal mit dem Touchpad oder hier einmal ohne das Touchpad, wo man das Touchpad dann auch einzeln kaufen kann oder muss. Und zum anderen dann hier die einzelne Variante. Zum einen kann man es natürlich ein bisschen am Gerät selber erkennen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass die Tastatur von hinten eingelegt ist. Da gibt es nirgends einen Rand drumherum, wo man jetzt die Tastatur irgendwie nach oben herauslösen könnte. Das deutet dann schwer darauf hin, dass es nur das Topcase ist, das man kaufen kann. Ja, und bei der Variante sieht man zum Beispiel, dass hier um die Tastatur ein getrennter Rand ist. Manchmal sieht man auch irgendwelche Haltenase oben oder ähnliches. Das deutet dann wieder darauf hin, dass man die Tastatur wahrscheinlich einzeln nach vorne herausnehmen kann. Die andere Variante ist über das Notebook-Modell, das ihr in der Regel hinter drauf findet, wie zum Beispiel hier. Acer Aspire 5742G und dann kann man bei uns im Shop über das Modell schauen, ob die Tastatur einzeln angeboten wird oder halt eben nur das Topcase mit Tastatur. Hier seht ihr jetzt die Variante, wo die Tastatur einzeln angeboten wird und hier jetzt noch die Variante, wo es die Tastatur nur mit dem Topcase zusammen gibt.
Bei der einzelnen Tastatur ist es relativ einfach. Das geht gut zu machen. Beim komplette Topcase ist es natürlich wesentlich aufwendiger, weil alles rausgeschraubt werden muss. Hier will ich euch jetzt gerade mal exemplarisch zeigen, wie die Tastatur von oben rausgeht. In dem Fall muss man das Raster nach oben schieben. Und dann sind darunter Schrauben, die man lösen muss. Habe ich in dem Fall jetzt schon gemacht. Dann kann man die nach vorne rausnehmen und abstecken. Steckverbinder ist natürlich Grundvoraussetzung, dass man weiß, wie die funktionieren und hier nichts kaputt macht. Dann gibt es natürlich noch viele andere Varianten. Zum Beispiel bei manchen sind die Clickpads mit dran, die man lösen muss, weil Schrauben drunter sind. Oder hier oben sitze Haltenase, die man ein bisschen zurückdrücken muss, um sie rauszunehmen. Von unten verschraubt oder die Abdeckung darüber muss weg. Also grundsätzlich ist es immer relativ einfach machbar. In der Regel gibt es für alles auch Anleitungen oder Videos. Wir haben auch zum Teil Videos dazu. Müsst ihr einfach mal schauen. Hier habe ich euch jetzt mal noch die Variante mit dem kompletten Topcase. Da zeige ich euch gerade mal. Die Bodenplatte habe ich hier schon abgenommen. Die muss man halt alle Schrauben rausmachen und runterhebeln. Seht ihr aber auch in anderen Videos von uns. Und dann muss halt hier die Fischplatte, Akku, das Mainboard, Lüfter und so weiter halt alles raus. In der Regel auch Lautsprecher, andere Platine, Scharniere abschrauben, beziehungsweise das Topcase von der Scharniere abschrauben. Da hat man dann doch einiges mehr zu tun und ja, muss auch ein bisschen aufpassen und sollte wissen, was man tut. Ich habe euch hier jetzt auch mal noch eine ältere Variante vom Topcase-Tausch, wo quasi alles im Unterteil sitzt, wo man nur unter alle Schrauben rausmachen muss. Und dann kann man das Topcase abheben und dann muss man halt die Foliekabel abstecken. Ist aber eher die seltene Variante. In der Regel ist, wie vorher gesehen, immer die Bodenplatte ab. Wenn ihr euch das Ganze nicht zutraut, dann könnt ihr alternativ natürlich auch gerne das ganze Notebook zum Tastaturtausch zu uns einsenden. Wir haben dafür auch einen Pauschalpreis, den seht ihr hier eingeblendet oder im Shop und entweder ja, einfach mal melde per E-Mail oder gleich das Gerät zur Reparatur anmelde. Ja, als Techniker kann ich natürlich nur davon abraten, die Tastatur in die Geschirrspüler zu machen. Es wird trotzdem immer wieder versucht, gerade nach Flüssigkeitsschäden. Ja, könnt auch gerne mal danach googeln, gibt es einige Videos auch dazu. Ich kann nur davon abraten. Ich meine, wenn sie kaputt ist, kann man es natürlich probieren, alles ohne Gewähr. Macht natürlich aber nur dann Sinn eigentlich, wenn die Tastatur einzeln ist, so wie hier zum Beispiel keine Elektronik mit dabei ist. Sobald es das komplette Topcase ist, würde ich noch mehr davon abraten, weil noch Elektronik mit dabei sitzt. Theoretisch kann man auch alles abbauen, aber ja, für mich macht es keinen Sinn. Ich habe noch nie eine Tastatur wiederbelebt damit. Ja, zum Schluss wollte ich noch sagen, dass ich jede Tastatur eigentlich tauschen lässt. Einzeln nach oben weg natürlich einfacher wie das komplette Topcase, aber wir haben auch zum Beispiel eine Serie Notebook von innen, wo man zeige, wie das Gerät aufgeht und wie es innen aufgebaut ist. Und mit ein bisschen Kenntnisse kann man dann auch jede Tastatur eigentlich auch selber tauschen. Falls ihr sonst noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen oder so, könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.